Jetzt bin ich an einem der ruhigsten Orte hier in Manila, nämlich auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof. Hier liegen 17.000 Gefallene des Zweiten Weltkriegs. Nicht alle sind hier bei der Schlacht um Manila gefallen, sondern auf den vielen Kriegsschauplätzen des Pazifikkriegs. Der Pazifikkrieg, der 1937 zwischen dem Japanischen Kaiserreich und der Republik China begann und später die Vereinigten Staaten und deren Alliierte in Ostasien und im pazifischen Raum einbezog, ist eine Schlüsselperiode im Zweiten Weltkrieg. Der Beginn des Zweiten Japanischen Kriegs am 7. Juli 1937 markiert den Beginn des Pazifikkrieges, der erst am 2. September 1945 mit Japans Kapitulation endete. Dieser Krieg beinhaltete komplexe militärische Operationen zu Lande, zur See und in der Luft. Ursprünglich als Konflikt zwischen Japan und China gestartet, weiteten sich die Kampfhandlungen nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 über den gesamten Pazifik aus. Dies markierte den Beginn des Konflikts zwischen den Achsenmächten und den Alliierten rund um den Pazifischen Ozean. Die USA und China erhielten Unterstützung von Großbritannien, Australien, Neuseeland, den Niederlanden und der Sowjetunion. Im Verlauf des Krieges erklärten einige von Japan besetzte Länder den Alliierten den Krieg. Gegen Kriegsende traten asiatische Länder, die von Japan besiegt worden waren, auf Seiten der Alliierten in den Krieg ein. Da die Vormachtstellung im Pazifik im Fokus stand, spielten neben den Armeen vor allem die Seestreitkräfte und Luftstreitkräfte der Hauptgegner USA und Japan eine entscheidende Rolle. Der Pazifikkrieg führte zu neuen militärischen Ansätzen in der Seeführung und Luftkriegsführung, darunter bahnbrechende Taktiken wie Trägerschlachten. Einzigartig war auch der Einsatz von Atomwaffen durch die USA gegen Japan sowie biologischer und chemischer Waffen, hauptsächlich von Japan in China. Anfänglich von erfolgreichen japanischen Offensiven in China, Ozeanien und im Pazifik geprägt, verschob sich ab Mitte 1942 das Kräfteverhältnis zugunsten der USA und ihrer Alliierten. Japan geriet zunehmend in die Defensive und litt unter Verlusten, insbesondere in der Schlacht um Midway. Die Kämpfe im Pazifik erstreckten sich über ein riesiges Gebiet, von den Dschungeln Neuguineas bis zu den Atollen des Pazifischen Ozeans. Die Island-Hopping-Strategie der Alliierten, angeführt von den USA, spielte eine entscheidende Rolle. Diese Taktik sah vor, strategisch wichtige Inseln zurückzuerobern, um eine progressive Annäherung an das japanische Mutterland zu ermöglichen. Schlachten wie die auf Guadalcanal, Iwo Jima und Okinawa schrieben Geschichte, kosteten dabei aber Tausende von Menschenleben. Die späte Kriegsphase war geprägt von den ersten Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki sowie dem Eintritt der Sowjetunion an der japanischen Westfront. Diese verheerenden Angriffe beschleunigten das Ende des Krieges und führten zur Kapitulation Japans. Das Kriegsende bedeutete faktisch das Ende des Japanischen Kaiserreichs und eine Neugestaltung der geopolitischen Verhältnisse im gesamten Pazifikraum und Ostasien. Der Pazifikkrieg forderte insgesamt etwa 36 Millionen Tote, wobei der Großteil zivile Opfer waren. Die Auswirkungen des Pazifikkriegs waren tiefgreifend. Die Region sah nicht nur massive Zerstörung, sondern auch eine Neuausrichtung der politischen Kräfteverhältnisse. Die Gründung der Vereinten Nationen und die Besatzungszeit in Japan waren direkte Folgen dieses Krieges. Der Konflikt veränderte nachhaltig die Dynamik in Asien und ebnete den Weg für das Aufkommen neuer unabhängiger Staaten. Mit 17.000 Einzelgräbern aus weißem Marmor ist dieser amerikanische Soldatenfriedhof hier in Manila der größte amerikanische Soldatenfriedhof mit der höchsten Anzahl an Gräbern weltweit. Alleine 17.000 amerikanische Soldaten sind hier in Manila begraben, viele Zehntausende andere an anderen Kriegsschauplätzen des Pazifikkriegs. Alleine bei der Schlacht um Manila verloren
etwa 100.000 philippinische Zivilisten ihr Leben, dazu noch Zehntausende japanische Soldaten. Vor dem Eindruck dieses rohen Blutzolls muss man auch den Einsatz der beiden amerikanischen Atombomben im August 1945 sehen, um dem Krieg endlich ein Ende zu bereiten. 25 große Mosaikkarten in 4 Räumen erinnern an die Aktionen der Streitkräfte der Vereinigten Staaten im Pazifik, China, Indien und Burma. Auf den amerikanischen Soldatenfriedhöfen sieht man oft was man auf den deutschen leider nicht so sieht, was aber vielleicht auch wichtig wäre zu machen, vor allem nach so vielen Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich die Kriegsschauplätze in den Zusammenhang mit den Gefallenen hier vor Ort zu stellen, damit man sich ungefähr vorstellen kann, wo und in welchem Zusammenhang diese Menschen ihr Leben verloren haben. Der Friedhof erstreckt sich über 615.000 Quadratkilometer und befindet sich auf einem markanten Plateau mitten in Manila, das aus der Ferne von Osten, Süden und Westen sichtbar ist. Mit insgesamt 17.206 Gräbern hat der Friedhof die höchste Anzahl von Gräbern aller amerikanischen Soldatenfriedhöfe des Zweiten Weltkriegs. Viele der hier Bestatteten wurden während der Kämpfe in Neuguinea, der Schlacht auf den Philippinen in den Jahren 1941 und 1942 oder der schrittweisen alliierten Rückeroberung der vielen kleinen Pazifikinseln getötet. Der Hafen von Manila gilt als einer der besten Naturhäfen weltweit, weil die Bucht hier fast kreisrund ist. Es gibt eine Promenade, die entlang der Bucht führt, aber ich muss sagen, ich hatte mir eigentlich mehr davon versprochen. Zum Beispiel, dass man fast bis ans Wasser ran könnte und nicht durch Baustellen und Zäune davon getrennt wäre. Und vor allen Dingen, dass diese furchtbare Straße hier nicht jede Aufenthaltsqualität verhindern würde. Hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber ich bin immerhin da gewesen und habe es euch gezeigt. Dann finde ich doch einen Durchgang im Zaun und gelange so auf eine Art Strand. Also es gibt hier doch sowas wie einen Strand. Man darf da nicht ungerecht sein. Ob man hier barfuß auf diesem Schotter rumlaufen wollte, ist nochmal eine andere Frage. Und ob man wirklich hier in das Hafenbecken springen möchte, um zu schwimmen, das weiß ich auch nicht. Aber der Vollständigkeit halber habe ich euch das jetzt auch mal gezeigt. Dann passiere ich die schwer bewachte amerikanische Botschaft, die unmittelbar am Wasser gelegen ist, und erreiche den Rizal-Park. José Protacio Rizal war ein philippinischer Nationalheld, Schriftsteller, Dichter, Arzt und Reformer. Er wurde am 19. Juni 1891 in Calamba, Laguna, Philippinen geboren und starb am 30. Dezember 1896 in Bagumbayan, das heute der Rizal-Park von Manila ist. Rizal spielte eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Unabhängigkeitsbewegung auf den Philippinen während der Kolonialzeit der Spanier. Er studierte Medizin und Kunst in Europa und setzte sich während seines Lebens aktiv für soziale und politische Reformen ein. Er schrieb Werke wie den Roman Noli Me Tangere und die Fortsetzung El Filibusterismo, die die Missstände unter der spanischen Kolonialherrschaft kritisierten. Seine Schriften inspirierten die philippinische Unabhängigkeitsbewegung und halfen, das nationale Bewusstsein zu stärken. Rizal war auch ein brillanter Polyglott und sprach mehrere Sprachen, darunter Spanisch, Deutsch, Französisch, Englisch und andere. Seine Ideen und Aktivitäten führten schließlich dazu, dass die spanischen Kolonialbehörden ihn wegen Rebellion und Aufwiegelung zum Tod verurteilten. Seine Erschießung machte ihn zu einem Märtyrer und einem Symbol für den philippinischen Kampf um Unabhängigkeit und Freiheit. Der Rizal Day, der am 30. Dezember jedes Jahres auf den Philippinen begangen wird, ehrt seinen Beitrag zur philippinischen Geschichte und Unabhängigkeitsbewegung. Am Nordrand des Rizal-Parks finde ich dann aber 2 Oasen der Ruhe. Am Rande des Rizal-Parks gibt es einen japanischen Garten und einen chinesischen Garten, in dem ich gerade bin.
und in dem man sich so ein bisschen ausruhen kann und ein bisschen im Schatten abkühlen kann. Ihr seht, ich habe schon einen ganz roten Kopf von der Sonnenhitze da draußen. Und es gibt mir aber auch so ein bisschen Gelegenheit, ein bisschen drüber nachzudenken, was ich hier auf den Philippinen und in Manila die letzten 2,5 Tage erlebt habe. Manila ist eine sehr laute, eine sehr dreckige und auch eine Stadt, die von großer Armut geprägt ist. Was das aber alles wettmacht, sind die Menschen und die tollen Begegnungen, die ich hier in diesen 2,5 Tagen schon gehabt hatte. Die Filipinos, so viel kann ich jetzt schon sagen, sind geprägt von großer Gutmütigkeit und großer Freundlichkeit. Und an jeder Ecke findet man immer jemanden, der ein freundliches Wort für einen übrig hat. Und mir fällt es nicht schwer, genauso zu reagieren und den Menschen auch immer ein freundliches Wort zukommen zu lassen. Ich habe keine 2,5 Tage gebraucht, um festzustellen, dass dieser Menschenschlag hier auf den Philippinen ein besonders liebenswürdiger ist. Und ich freue mich schon auf die nächsten Wochen, die ich hier in diesem Land verbringen kann. Heute ist mein letzter Abend in Manila, denn morgen läuft endlich mein Schiff aus Richtung Palawan.